Hallo zusammen, ich begrüße euch herzlich hier bei unserer Korsika-Reihe 2025, hier bei Teil 3. Teil 3 ist besonders klasse, weil wir haben Bonifacio da gefilmt. Bonifacio ist überhaupt der Grund, warum wir nochmal auf die Insel gefahren sind und zum zweiten Mal auf der Insel waren. Wir waren nämlich 2024 schon mal auf der Insel, auch da haben wir jede Menge Filmchen gemacht. Teil 1 und Teil 2 habt ihr vielleicht schon gesehen, ist aber nicht unbedingt notwendig. Ich mache die Filmchen hier so, dass man die separat schauen kann. Hier in Teil 3, ja, das ist ein Selbstläufer, der ist richtig klasse. Ich habe spektakuläre Bilder machen können von Bonifacio. Da sieht man die Treppe und alles und dann später sind wir durch die Stadt gegangen. Es geht nicht zu lange, aber dafür sind die Bilder spektakulär. Später haben wir dann noch weitere Campingplätze besucht, sind weiter Richtung Westen gefahren und da möchte ich, dass ihr euch überraschen lasst. Ja, viel Spaß beim Zuschauen. Wir sehen uns. Kurzer Rückblick, was wir bislang erlebt haben. Hier so einen super Strand haben wir gefunden. Und so standen wir auf dem Campingplatz. Der zweite Campingplatz hatte diesen wunderschönen Pool. Der eine oder andere erinnert sich. Und so schön schattig standen wir bei dem. Allerdings standen wir nur in der Nähe von Bonifacio ohne Strand. Von diesem aus sind wir zum wunderschönen Strand Plage de Ballestra gefahren. Das war der mit der holprigen Strecke. 17. Mai, 11 Uhr. Das Wetter war richtig super. Wir haben den Campingplatz verlassen und fuhren die wenigen Kilometer Richtung Bonifacio. Achtung, Blick auf die Karte. Hier kommt nämlich noch ein Platz. Da hier rechts rein. Und da hinten links ist der Ausweichplatz. Vorteile, Nähe zu Bonifacio und man spart sich die 10 Euro Parkplatzgebühr. Nachteile, stärker fragmentiert, Stellplätze sind enger und der hat keinen Pool. Oh, guck mal, hier schön. Wahnsinn. Hier die genaue Position vom Parkplatz. Gleich wird es genauer mit der Drohne. Was machen wir, Olaf? Wir nehmen jetzt Bonifacio so lange, wie wir wollen. Ne? Genau. Weil hier kommen wir ja nicht oft hin. So, Diesel 1,66. Ist richtig, wie ich fahre, ja? Da ist der Yachthafen rechts. Muss schön mit sehen. Entschuldigt wegen der Geschwindigkeit, ich wollte euch aber unbedingt die ganze Strecke noch zeigen. Übrigens, hier rechts ist noch so ein kleiner etablierter Lebensmittelmarkt, da könnt ihr noch einkaufen, wenn ihr wollt. Und jetzt kommt hier der 10-Euro-Platz. Kein Camping. Ticket. Hier könnt ihr ganz einfach mit Karte bezahlen. Jedoch ist der 10-Euro-Platz kein 10-Euro-Platz mehr, sondern ihr habt gerade richtig gesehen, 15 Euro kostet der jetzt leider. Hier die Drohnenaufnahme, die zeige ich euch, um schon mal einen Vorgeschmack zu bekommen für gleich, aber eigentlich wegen den Parkplätzen. Also Bonifacio hat mehrere Parkplätze, wir haben nun mal diesen einen da genutzt. Und um euch zu zeigen, Bonifacio ist keine Großstadt. Die haben gerade mal 4 Straßen hier und eure Parkplätze findet ihr rucki-zucki. Hier nochmal die komplette Anfahrt von eben. Ihr wisst, was ich so schnell gemacht habe. Nochmal durchgehend bis zum Parkplatz. Könnt ihr gar nicht verfehlen. Der Blick ins Hinterland zeigt die Strände, wo wir gerade herkommen. Wenn der Parkplatz voll sein sollte, fahrt ihr einfach zum nächsten. Die Oberstadt ist dann nur noch wenige Schritte weiter. Also das kann man gut zu Fuß gehen. Und hier das komplette Hinterland, was uns noch alles Prickelndes erwartet. Schön, oder? Wir sind angekommen, Bonifacio, Leute. Das ist wirklich sehr schön. Wirkt richtig toll auf einen hier. Klasse gemacht. Da ist der Yachthafen, die Unterstadt. Und hier denken wir, weil wir haben ja null Ahnung, wir Dorfeier, geht's jetzt nach oben. Logisch, zur Oberstadt. Wieso? Weil es hochgeht. Ja, und schaut mal hier in diese Kalkwand, da haben die sich Garagen reingehauen. Immer fantastisch. Okay, die Tore sind jetzt ein bisschen alt, aber ich habe da auch schon Läden drin gesehen in den Höhlen, die sich hier machen.
Und seid ehrlich, das hättet ihr jetzt nicht gedacht, dass ich hier durchpasse, oder? Ja, die fahren hier die Foot ab. Wenn ihr etwas sicherer nach oben wollt, 6 Euro mit so einer Bimmelbahn, die zeigen wir euch. Die Uli ist ein Schattenläufer und ich in der brutalen Sonne. Nee, ich habe auch schon auf der Glatze. Sonnenbrand wollte ich sagen. Nehmt euch besser eine Mütze mit, wenn ihr da durch die Stadt lauft. Und hier genau das gleiche Glasboden-U-Boot wie letztes Jahr in Calvi. War das Calvi? Nein, in Porto, genau. Als wir in Porto waren, haben wir das Ding auch gesehen hier. Ein schönes, kleines, rotes Submarine. Sieht gut aus, oder? Ist bestimmt überhaupt nicht warm da drin. Wir sind weiter hoch zur Burg, weil ich wollte unbedingt ein paar schöne Drohnenaufnahmen machen. Und das Wetter war super. Aber zunächst noch was von meiner Assistentin Kira über die Stadt. Bonifacio, die Stadt auf dem Felsen. Rund 30 Häuser thronen hier über dem Abgrund, direkt am bröckelnden Kreidefelsen. Doch was jahrhundertelang standhielt, wird immer stärker abgetragen. Stück für Stück frisst das Meer den Fels. Erste Häuser sind bereits gesperrt, andere gelten als akut gefährdet. Jeder Blick nach unten zeigt, hier geht es nicht nur steil hinab, hier nagt die Zeit unaufhaltsam am Fundament der Stadt. Ich glaube, die sollten ein paar mehr Häuser als 2 Häuser da sperren. Wir laufen auch übrigens gleich. Wunderschöne Stadt. Und wir wünschen ihr, dass ihr auch wirklich richtig lange noch so bleibt. Hier links in der Ferne seht ihr übrigens schon Sardinien. Siehe unsere Playlist hier 2023. Wir schauen uns mal das Ganze von oben an, oder?
Entschuldigt ihr Lieben die Länge dieses Clips, aber ich habe es nicht über Terz gebracht, irgendwo davon rauszuschneiden. Ich hoffe sehr, dass die imposante Ausstrahlung dieser Stadt irgendwie rüberkam. Es geht wohl nichts drum, um hinzufahren, ne? Da müsst ihr hin. Das ist wirklich Wahnsinn. Wunderschön. Viola sieht da unten irgendwo ein Herz. Seht ihr es, Leute? Ich nicht. Guck mal, wie schön die Vögel da drum. Ah, schön. Guck mal, wie der segelt. Ich hab's fotografiert. Ja? Viola hat mir ein Herz fotografiert. Wahnsinnig schön, oder? Ja, wir sind kurz vor der Festung. Ich bin so im Hecheln, weil wir sind jetzt da runter und wir hier wieder hoch. Hier stehe ich nun vor dem berühmten Porte de Genes, dem alten Stadttor von Bonifacio. Seine Wurzeln reichen weit zurück. Schon im 9. Jahrhundert stand hier der runde Turm, der älteste Teil der Festung. Jahrhunderte später bauten die Genuesen dieses Tor und seit fast 8 Jahrhunderten ist es der Hauptzugang zur Oberstadt. Einst konnte man nur über eine Zugbrücke hinein. Die heutige stammt von 1830. Wer damals hier durchging, betrat eine Festung, die praktisch uneinnehmbar war. Und wenn man den Einheimischen glauben darf, soll nachts manchmal noch ein genuesischer Wächter durch dieses Tor marschieren. Unsichtbar, aber angeblich hörbar. Also, Ohren auf, wir gehen jetzt mal rein. Der Markgraf der Toskana ließ auf dem Felsen 828 nach Christi eine erste Festung errichten. Ab dem 9. Jahrhundert war der Felsen also dauerhaft befestigt und besiedelt. Ende des 12. Jahrhunderts griff die Republik Genua nach Bonifacio. Nicht mit Verhandlungen, sondern mit Gewalt. Pisa wurde verdrängt und von da an war die Stadt für Jahrhunderte ein genuesischer Stützpunkt. Ja, und schon treffen wir die wieder, die gestern in der Pizzeria waren. 5 Kilometer weiter. Schön die Lädchen hier, ne? Sollen wir da mal dran vorbei? Ja, und die beiden Bajufen, auf denen wir jetzt gerade zugehen, die haben wir gestern in einer Pizzeria gesehen. Die sind richtig klasse. Die verbreiten Stimmung, seht selber. Pois quando eu disse a Dona Alice que estava afim de você, Berenice, ela me disse que o disco de esposa estava amarrado, então estou desoberei. Die beiden, die finde ich spitze. Vielleicht finde ich die mal im Internet. So, jetzt gehen wir aber noch einen kleinen Schlendrian durch die Stadt. Die kleinen Gassen von Bonifacio wirken fast wie ein Geheimnis, das man nicht lösen muss. Ende Mai liegt über der Stadt eine Ruhe, die alles leichter macht. Kein Lärm, kein Gedränge. Nur dieses sanfte Dahintreiben, Schritt für Schritt. Man spürt, dass hier Zeit keine Rolle spielt. Als ob die Steine und Mauern sagen, lass los, geh einfach weiter. Genau in solchen Momenten begreift man, wie schön es ist, unterwegs zu sein. Nicht um irgendwo anzukommen, sondern um genau hier zu sein. Ja, jetzt sind wir genau hier und wir sind trotzdem angekommen. Und zwar genau vor der Kirche. Die ist traumhaft schön, die zeige ich euch jetzt. Das hier ist die Kirche Sainte-Marie-Majeure in der Oberstadt von Bonifacio. Die älteste Kirche der Stadt. Begonnen im 12. Jahrhundert von den Pisanern, vollendet von den Genuesen. Sie ist nicht nur ein Gotteshaus, sondern war über Jahrhunderte der Mittelpunkt des Lebens. Hier unter der Loggia wurden Verträge verlesen, Recht gesprochen und Handel betrieben. Ein echtes Rathaus im Gewand einer Kirche. 1815 krachten sogar Kanonenkugeln gegen den Glockenturm, als Royalisten und Bonapartisten um die Macht stritten.
Heute wirkt sie ruhig, doch ihre Mauern erzählen von Politik, Machtkämpfen und Glauben, mitten im Herzen von Bonifacio. Eine Grabplatte von 1697. Die Inschrift: Hier ruht Jakobus Maria, ein Bürger, der das seltene Privileg hatte, in der Kirche selbst beigesetzt zu werden. Von außen wirkt sie schlicht, fast unscheinbar, doch innen schlägt das Herz im barocken Überfluss. Marmoraltäre, Deckenmalereien und Skulpturen, prunkvoll wie die Kirchenmode des 18. Jahrhunderts. Ursprünglich im 12. Jahrhundert romanisch gebaut, später von den Genuesen gotisch verfeinert. Vor der Loggia Politik, Recht und Handel. Rathaus unter einer Kirche. Clever, die Regenrinnen, die Wasser in eine Zisterne leiteten. Der Glockenturm. Unten romanisch, oben gotisch, mit Rosetten und Spitzfenstern. Und drinnen Heilige, Altäre und Bilder. Von Lucia mit den Augen auf dem Tablett bis zum letzten Abendmahl. Mittelalter trifft Barock und erstaunlich stimmig. Ja, und 2 Meter weiter kann man direkt essen. Ja, apropos Essen, mal gucken, wo die Uli ist. Vielleicht hat die ja auch Hunger, dann suchen wir uns ein schönes Restaurant. Schaut euch das an. Wenn Uli mit den Beinen baumelt, dann ist die Welt in Ordnung, Leute. Wir sind dann auf der anderen Seite der Festung entlang, da sieht man schön den Yachthafen und waren auf der Suche nach einem Restaurant oder eine Möglichkeit, wo man was essen konnte. Hier das Resultat aus 41 Jahren Ehe, hochtrabende geistige Gespräche wie folgt. Ja, hier haben wir ein schönes Restaurant, 16 Euro. Ich glaube, Ulla 124. Kein Mensch hier, ein bisschen außerhalb. Nice. Wie heißt er denn? Udo. Da hier so rum. Steht doch da. Ja, was denn? Crusoe? Crudo. Crudo. C-R-U-D-O. Lecker aus, ne? Oder? In Bonifacio brauchst du kein Navi, da brauchst du kein Handy oder irgendwie was. Das ist so übersichtlich, man weiß jederzeit überall, wo man gerade ist. Sehr überschaubar die Stadt. Wir hatten Glück, jetzt im Mai noch nicht so viele Menschen und sind dann auch langsam wieder Richtung Parkplatz, weil wir mussten ja weiter. Was heißt mussten? Wir wollten weiter. Ne? Man merkte aber doch schon, dass die Stadt sich am Vorbereiten war auf den Ansturm, der da noch kommen würde. Hier die Flanier-Futtermeile unten am Hafen. Für Ulla und für mich war es das jetzt hier. Bonifacio, eine traumhafte Stadt, kann ich nicht anders sagen. Wir waren gerne hier. Um die Stadt richtig kennenzulernen, kann man hier wahrscheinlich nicht nur in einem Tag durchfliegen. Wir kommen wieder. Jetzt aber erstmal ging es Richtung Ajaccio, Richtung Westen. Im Westen müsst ihr wissen, da ist alles ein bisschen gröber. Das Meer und die Berge. Ist alles ein bisschen ruppiger, aber es ist auch sehr, sehr schön. Nun mal anders als auf der Ostküste. Daher könnt ihr nach diesen schönen Bildern ruhig gespannt bleiben, weil wir schlagen ab jetzt ein ganz neues Kapitel auf. Hier die Animationen. Und schaut mal, hier rechts ist La Maddalena, da sind wir vorletztes Jahr gewesen. Könnt ihr übrigens hier bei YouTube auch sehen. Die T40 hoch, an einem schönen Küstenstück vorbei und dann Richtung einer Landzunge, die noch sehr unerschlossen ist. Die haben wir für uns ausgelassen, ja, wegen der Befahrbarkeit. Ursprünglich wollten wir hier in Sartene noch Halt machen, haben wir jetzt nicht, sind wir einfach nur durchgefahren, zeigen wir euch gleich. Und eigentlich wollten wir auch einen ganz anderen Stellplatz haben, also einen anderen Campingplatz, haben aber jetzt diesen hier gewählt, Camping Tikiti. Der hatte einen wunderschönen Pool und der war strandnah. Plätze buchen tun wir schon seit Jahren nicht mehr. Ihr seht ja, wir sind ziemlich exzentrisch bei der Campingplatzwahl. Und bevor wir uns fest hinstellen, brauchen wir erstmal Proviant. Sonntag fällt mir gerade ein und die Ulla ist einkaufen. Die haben die Geschäfte sonntags auf hier. Echt, jetzt fällt mir jetzt gerade ein. Naja, wir stehen hier schön an einem Parkplatz. Ich kenne es nicht, vielleicht kennt ihr es. Ja, da kannst du bei sonntags einkaufen. Wir sind auf dem Weg zur Westküste. Da liegt Bonifacio. Wir fahren gleich in die Richtung. Da ist Meer auf der Seite. Da stehen wir. Die Mia, die macht wieder Palaver.
Da kannst du nichts aufnehmen vor lauter Quietscherei, weil ja natürlich die Ulla weg ist. Ja, die Ulla ist wieder da. Da ist sie. Die moderiert nicht gerne. Also einkaufen bei U war 45 €, sagt die Ulla. Und wenn wir zu Hause eingekauft hätten, wären wir bei 35, 40 Euro gewesen. 35, 40 €. Der Sprit, wir sind gerade an der Tankstelle dran vorbeigefahren, war 1,72. Wir hatten noch getankt für irgendwas mit 1,60. Oder du hast dir das gemerkt? 1,66. 1,66. Leute, ich muss mal eben halt machen. Ne? Schaut euch das mal an hier. Das ist der Hammer. Auf der Fahrt zum nächsten Platz haben wir diesen schönen Strand gesehen. Irgendwann mal möchten Ulla und ich auch dahin, wenn wir mal in Rente sind. Dann haben wir nämlich mehr Zeit. Schön unzugänglich, da muss man nämlich zu Fuß hingehen. Klasse das Ding, oder? Und wie schaffen wir das dann alles noch mit unseren alten Knochen? Hier, wie besprochen, Sartene. Sartène wird oft die korsischste aller korsischen Städte genannt. Die alten Granithäuser kleben wie eine Festung am Hang, enge Gassen und dunkle Torbögen ziehen sich durch die Altstadt. Vom Hauptplatz, der Place de la Libération, hat man einen tollen Blick bis runter ans Meer. Die Stadt atmet Geschichte, von mittelalterlichen Fehden bis zu Genueser Zeiten. Und genau diese raue, authentische Stimmung macht sie so besonders. Ja, wir Banausen sind einfach durchgedüst. Keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, warum wir das gemacht haben. Irgendwann mal besuchen wir bestimmt die Stadt auch nochmal. So Gott will. Schaut mal hier in der Ferne, da sieht man das, was Kira gerade meinte. Die Häuser, die kleben da so schön am Hang. Nettes Städtchen, finde ich. Angekommen. Tikiti. Oder vielmehr Camping Tikiti. Der Platz, der liegt schön am Hang. Ich zeig's euch gleich. Bis zum Strand eine tierische Kraxelei. Aber dafür, und ihr habt es ja schon gesehen, hat er so einen bezaubernden Pool. Das Gesammel, was ihr da im Hintergrund hört, das war irgendeine Hochzeitfeier und deswegen war leider der Pool gesperrt zu diesem Tag. Im Mai 47,20 für 2 Nächte. Super günstig fanden wir. Wir hatten schöne Aussicht, seht ihr hier auf dem Bild. Wir waren direkt am Hang und die Pizzeria war auch nicht weit weg. Ja, wir haben schon Nachmittag, der Tag war geschlaucht. Die Uli guckt schon wieder nicht in die Kamera. Ich musste gerade mein Lesezeichen setzen. Lesezeichen setzen, ganz wichtig. Genau. Die hat gesagt, ich sehe gut aus. Ich habe gesagt, ich sehe aus wie Horst Dudenhöfer. Und stimmt, oder? Horst Dudenhöfer. Schau mal, wir stehen prima. Ich zeige euch jetzt noch mehr vom Platz. Ich nehme die Karte mit. Und da machen wir das, was ich überhaupt nicht gerne mache. Wir werden die Sanitäranlagen inspizieren. Das ist Pizzeria. Wie spät haben wir eigentlich Maus? Gucken wir mal drauf. 17:48 Uhr. 17:48 Uhr. Heute werden wir nicht mehr viel machen. Morgen gehen wir mal zum Strand runter. Abends soll es dann richtig übles Wetter werden. Ja, hier stehen die ganzen Camper. Die stehen jetzt hier für denselben Preis eng an eng. Wir haben jetzt Schwein, weil wir außerhalb der Saison gebucht haben. Was heißt gebucht? Wir haben ja gar nicht gebucht, einfach nur angefahren. Ja, hier Sanitärhaus. Ich weiß noch nicht, wie das ist, da sind mehrere Leute dran. Ihr wisst ja, ich mag das nicht, wenn man da die Kamera drauf hängt. Ich glaube, ich habe Glück, Leute. Boah, sieht das cool aus. Oh, hier ein Klo. Ich habe keine Ahnung, ob ich im richtigen Klo stehe. LD könnte Damen heißen, ne? Leute, nämlich in eine Damendusche. Kommt nicht gut, wieder raus. Ja, steht nur Dusche. Okay. Gut hier. Ja, ich bin immer froh, wenn ich das mit den Sanitäranlagen hinter mir habe. Wer will schon aus der Dusche kommen oder von der Toilette und hat direkt eine Kamera in der Nase? Ja, alles noch frei.
Ja, hier zeige ich euch den Blick noch eine Etage höher und oben auf dem Plateau war wirklich noch alles frei. Außer einer stand auf der Spitze, der hat dann noch eine bessere Aussicht als wir. Da. Ja, genau. Und hast alles gefunden? Alles gefunden. Da kannst du noch 2 Reihen höher stehen. Okay. Ich finde, wir stehen hier aber prima. Nimm mal eben, tue ich den Müll eben weg. Ich kann den wegbringen, Schatz. Du bist weiß. genug gelaufen. Ja, ich bin ein armer Mensch, ne? Ja, bin ich auch. Ich gucke schon mal, was es im Restaurant gibt. Brauchst du nicht zu kochen. Sonntags hat er bestimmt zu. Ach so, das kann sein. Ja, ich bin jetzt mal am Restaurant vorbeigelaufen. Von der anderen Seite Spielplatz, alles da für Kinder. Da sind noch so einzelne Plätze. Wunderschön hier. Da sind irgendwelche Chalets, aber die sehen sehr luxuriös aus. Die gehen bis da runter und da ist wieder die Rezeption. Da unten ist Meer. Ja, das Geplätscher hier, das macht mich schon irre. Wir kommen im Moment nicht drauf. Hier war wohl irgendwie so eine Hochzeit. Da hatten die den Bereich hier abgesperrt. Das sieht ja wohl mal schön aus, oder? Da hüppen wir auf jeden Fall morgen rein. Nee, das war nicht. Also abgesperrt war immer noch. Wir konnten auch nicht in die Pizzeria rein. Aber den nächsten Tag, da konnte nur die kleine Uli schwimmen gehen, weil ich war krank. Keine Ahnung, was ich hatte. Nee, nicht das, was ihr jetzt meint. Ich trinke schon seit Jahrzehnten keinen Alkohol mehr. Der Tag, der ging langsam zu Ende. Übrigens hier an der Ostküste, das sind traumhafte Sonnenuntergänge. Seht selbst. Und so wie jetzt hier der Tag zu Ende geht, werde ich jetzt auch das Video beenden. Und zwar mit einem schönen Drohnenflug hier über den super schönen Strand. Diese Stadt, die ihr jetzt übrigens seht, die heißt Propriano. Hier legen auch Schiffe an, eines der Hafenstädte. Ich hoffe sehr, unser Urlaub hat euch bis hierhin gefallen. Ihr müsst unbedingt dranbleiben, weil das war bei weitem noch nicht alles. Wir sind ja gerade erstmal bei 1/3 unseres Urlaubs und da kommt noch 2/3 richtig schöne Bilder. Okay, Bonifacio ist der Hammer, aber der Rest, der wird auch noch richtig gut. Bleibt dran, bitte. Macht's gut, Freunde. Wir sehen uns. Gestattet mir ein letztes noch, hier mal alle Orte seit 2019, wo wir mit unseren alten Kakadu schon überall waren. Wahnsinn, ne? Hätte man auch nicht gedacht. Daher aber, die Wahrscheinlichkeit ist schon sehr groß, dass wir uns mal treffen.
Und wenn es erstmal nur bei Teil 4 ist. Ciao, Freunde.